Herzlich willkommen, Susanne, heute im Neurotalk. Du hattest uns ja letzte Woche erzählt von deinem Buch Hochbegabt Scheitern und du hattest auch von einer Schule erzählt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du heute uns ein bisschen mehr noch darüber berichtest. Ich war da hospitieren an einer Schule, an einer Gesamtschule, die nach einem selbstgesteuerten Lernkonzept unterrichtet. Und das war hochinteressant und ich glaube, dass das unseren hochbegabten Kindern unglaublich entgegenkommt. Wie heißt das Konzept? Das ist ein selbstgesteuertes Lernkonzept. Also es gibt ja diesen Stefan Rupana, der hat gerade einen Spiegel-Bestseller geschrieben. Das könnte Schule machen. Der vertritt zum Beispiel die Schmetterlingspädagogik. Aber es geht eigentlich darum, dass die Kinder keinen Unterricht mehr haben in dem Sinne, sondern nur kurze Inputs. Wenn Sie sagen, da muss ich hin, dann gehen Sie hin. Ansonsten können Sie diesen auch fernbleiben. Das wird aber mit dem Lernbegleiter besprochen. Die Kinder bekommen einen Coach an die Hand. Das heißt, die haben jede Woche einmal ein Coaching-Gespräch, was ich sehr, sehr schön finde, wo es auch nicht unbedingt so um Schule geht. Und dann gibt es Stillarbeitsphasen, wo die Kinder jeweils ihren eigenen Arbeitsplatz haben und können dort für sich selbst arbeiten. Und sie können entscheiden, wann sie welchen Unterrichtsstoff machen und auch in welche Tiefe sie diesen Unterrichtsstoff bearbeiten möchten. Und natürlich sehr viel fächerübergreifender und praktischer Unterricht. Und ich glaube, das ist für hochbegabte Kinder wirklich was Schönes, was Gutes. Eigentlich für alle Kinder. Ja, absolut. Ich hatte an einigen freien Schulen Praktika gemacht und Mhm. auch an solchen Schulen, die sich Hochbegabtenförderung nennen. Und Aha. ich war ja auch Lehrerin an einer Hochbegabtenschule in der französischen Schweiz. Dadurch kam ich Ja. ja damals auf Mensa und bin dann Mitglied geworden und habe Mhm. da aber gesehen, dass wirklich, also es gibt vielleicht ein oder zwei Schulen in Deutschland, die sich wirklich mit dem Thema auskennen und die anderen nennen sich halt so, sagen, wir würden Hochbegabtenförderung machen, aber die meisten haben trotzdem eigentlich nicht viel Ahnung davon. Also ich habe als Lehrerin überhaupt gar keine Fortbildung zu dem Thema bekommen. Das war der Grund, warum ich dann entschieden habe, in die Erwachsenenpädagogik zu gehen und dazu weiterzubilden, weil ich eben mich selber total überfordert gefühlt habe. Und bei den freien Schulen fand ich halt wichtig und gut, dass die intrinsische Motivation, die Motivation von innen heraus gefördert wird. Und das ist vor allem bei Hochbegabten eben so wichtig, dass die, weil eigentlich haben ja sehr viele Kinder und besonders Hochbegabte diese intrinsische Motivation, aber im Gegensatz zu anderen Kindern blocken Hochbegabte auch viel schneller ab, wenn sie extrinsisch motiviert werden, also nur durch Druck und durch schlechte Noten etc. Und deswegen ist gerade intrinsische Motivation bei Hochbegabten sehr wichtig. Aber es gibt halt auch solche, die wirklich Druck brauchen. Also auch unter den Hochbegabten gibt es solche, die Druck brauchen. Und da hatte ich zum Beispiel eine Freundin, also ich war ja damals auf einer Waldorfschule und meine Schulkameradin ist damals aufs Gymnasium gewechselt und hat dann gesagt, sie kann da einfach wesentlich besser lernen, weil sie ohne Druck nicht arbeitet. So. Und das ist natürlich, ja, jedem Mhm. sein Schulsystem, würde ich sagen. Aber als du gerade erzählt hattest von deinen beiden Schulverweigerern, da habe ich an das Interview denken müssen. Ich wurde interviewt von dem Reporter Klaus Nicolai. Und das Interview heißt, das Schulsystem braucht Tabletten und Therapie. Wo ich eben erzählt habe, dass ich nicht glaube, dass die Kinder im Endeffekt so Ritalin oder so brauchen, sondern viel eher das Schulsystem. Genau, also ich finde es auch ein Wahnsinn, dass man Kindern Medikamente geben muss, um in der Schule zu funktionieren. Also bitte, was ist das für eine Gesellschaft? Also das Bildungssystem gehört dringend reformiert. Da wird aber wahrscheinlich überhaupt nichts passieren, auch dank des Bildungsföderalismus aus meiner Sicht. Aber es gibt unglaublich viele engagierte Lehrkräfte und die habe ich jetzt letztens auch auf so einem Bildungskongress kennenlernen dürfen, wo ich auch eine Lesung hatte zu meinem Buch und wo auch viele interessierte Lehrkräfte waren, die sich mit dem Thema überhaupt nicht auskennen, aber die sehr offen sind dafür und die auch wirklich was bewegen wollen und die auch Schule verändern. Und das finde ich sehr, sehr positiv. Ich selbst habe ja auch mal Grundschullehramt studiert, direkt nach dem Abi, bin aber nie in diesen Beruf gegangen. Aber ich weiß auch, dass in dieser theoretischen Ausbildung Hochbegabung, Underachievement, das waren lauter Sachen, auch Neurodivergenzen. Das war überhaupt kein Thema. Nee. Also es wurde mal ganz kurz was über Dyskalkulie erzählt, wobei es noch nicht mal namentlich benannt wurde im Matheunterricht. Also ich hatte Mathe studiert auch unter anderem. Ah, da haben wir ja was Also gemeinsam. Ah ja, sehr schön. Ja, hatte Hauptfach Musik, aber Mathe, wie gesagt, da wurden Inhalte gemacht für Oberstufe, für, ich glaube, auch Mathe-Studium.
die ich niemals gebraucht hätte in der Grundschule. Und ich Ja, hätte mir gewünscht, da viel mehr über Neurodivergenzen, über Erziehungswissenschaften und so weiter noch mehr, noch tiefer einzusteigen. es Aber damals wusste ich noch gar nicht davon. Also, ging mir genauso. Also ich fand mhm. Pädagogik eigentlich auch am allerinteressantesten, Ja. aber es kam im ganzen Studium viel zu kurz. Und ich habe ja dann die Lehrerlaufbahn abgebrochen und ich kenne ganz viele Kollegen, die das auch abgebrochen haben, weil sie einfach gesehen haben, dass das Schulsystem so festgefahren ist, dass man da gar nicht großartig was verändern kann und dass viele der alten Kollegen auch gar nichts verändern wollen. Weil im Endeffekt ich mit meinen neuen Ideen, als ich da in dieses Schulsystem reinkam, war halt direkt das rote Tuch für alle anderen Mhm. Kollegen, weil so hieß, oh Gott, schon wieder so eine neue, die mit ihren neuen Ideen kommt, bleib mir bloß fern damit. Die wollen halt, Ich denke, das die haben ihre Möglichkeit gefunden, damit zurechtzukommen und wollen in dem alten System bleiben so. Und das ist schade für die Kinder vor allem. Äh, 100%. Ja. Was möchtest du dir deinen zukünftigen Lesern, die natürlich hoffentlich jetzt alle zuhören und dann dein Buch kaufen und fleißig lesen und dir auch eine Rezension bei Amazon schreiben, was würdest du denen mitgeben aus deiner Erfahrung mit deinen beiden Söhnen? Das Wichtigste ist eine offene und wertschätzende Kommunikation zusammen, gemeinsam mit der Schule, mit den Lehrkräften, weil Lehrkräfte als auch Eltern sind sehr bemüht, das Beste für das Kind zu erreichen. Und natürlich auch das Kind einzubeziehen, weil auch gerade ältere Kinder wissen schon sehr gut, was ihnen gut tut, wie sie gut lernen können und so weiter und was ihnen helfen würde. Also ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Und dann natürlich auch Eltern mitzugeben, ihr seid nicht alleine. Ganz wichtig, sucht euch Gruppen, sucht euch den Austausch und das ist auch die wichtigste Intention meines Buches, zu zeigen, okay, es gibt noch ganz viele andere Eltern und ganz viele andere Familien, denen es genauso gibt. Und stellt euch hinter oder vor eure Kinder und kämpft gemeinsam mit ihnen, denn es ist tatsächlich noch ein Tabuthema. Es ranken ganz viele Mythen um das Thema Hochbegabung nach dem Motto, Hochbegabung ist was ganz Tolles und es ist was ganz Tolles, aber wenn du hochbegabt bist, kommst du leicht durch die Schule und wirst nie Probleme haben. Das ist ja so ein typischer Glaubenssatz. Naja, einmal das, aber Äh, es gibt auch schon andersrum wieder, dass natürlich auch viele Lehrer, also ich habe das bei mir, meine Kollegen haben halt oft gesagt, wenn ich mit Hochbegabung ankam, weil das natürlich ein Thema ist, was mich interessiert so, hieß es mhm. sofort so, oh, heutzutage doch denken doch alle Eltern, sie hätten hochbegabte Kinder, dabei ist das nur eine Ausrede, weil sie die falsch Mhm. erzogen haben und so weiter. Also, und teilweise stimmt das ja auch. Also manchmal kommen ja auch Ja. Eltern in die Diagnose stellen, wo du einfach denkst, Mädel, überdenk mal deine Pädagogik. Also es hat wirklich nichts mit Hochbegabung zu tun. Es stimmt, also stimmt beide Sachen so irgendwie. Ja. Aber ich denke, umso wichtiger ist es auch für das Thema aufzuklären. Das ist mir auch ein Anliegen, da genau hinzuschauen, das Kind ganzheitlich wahrzunehmen und dass Lehrkräfte auch Empfehlungen geben können. Zum Ja. Beispiel, wenn sie sehen, okay, das Kind das scheint sehr clever zu sein, stört aber ständig den Unterricht oder zieht sich komplett zurück oder maskiert und schreibt absichtlich schlechte Noten, dann noch zu sagen, okay, liebe Eltern, macht doch mal eine Begabungsdiagnostik und schaut mal, ob was dahinter steckt oder was dahinter steckt, weil dann können wir viel gezielter fördern, weil gerade die Symptome ADHS oder Hochbegabung oder Autismus-Spektrum-Störung und Hochbegabung, die Symptome sind so ähnlich, so dass die Unterscheidung auch Fachkräften oder Fachleuten, Psychologen tatsächlich schwerfällt. Und da wirklich dieser genaue, ganzheitliche Blick, das finde ich so unglaublich wichtig. Und das möchte ich mitgeben, darüber möchte ich aufklären in meinem Buch. Ja, Ja, cool. deswegen lohnt es sich. Dann verlinken wir mal dein Buch unten drunter und Gerne. die, die Interesse haben, dürfen gerne mal reinschauen. Vielleicht gibt es ja auch bei Amazon eine Leseprobe oder auf deiner Homepage. Und Genau. dann freue ich mich, dass du da gewesen bist. Ich Mhm. hoffe, dass viele Leute jetzt dein Buch dann lesen und anschauen und abonniert auch gerne diesen Kanal, wenn ihr mehr dazu wissen möchtet und mehr Interviews auch hören möchtet noch. Da werden bestimmt noch einige interessante Interviews folgen. Tschüss! Vielen Dank. Tschüss.